Was ändert sich im Oktober 2022? Ja, auch der Oktober bringt wieder einige Änderungen mit sich. 13 wichtige Änderungen habe ich für euch zusammengetragen, die alle auch Rentner betreffen oder betreffen können. Die Bundesregierung verfolgt eine neue Corona-Schutzstrategie. Minijobber können mehr verdienen und 11 weitere Änderungen erfahrt ihr in diesem Video. Bleibt also dran. Mein Name ist Jutta Martin, ich bin Rentnerin und berichte über aktuelle Themen zu Steuern und Renten. Sichert euch auch unter diesem Video den kostenlosen Report zur Vorbereitung der Steuererklärung und eine Checkliste, natürlich ebenfalls gratis, speziell für Rentner. Was bringt der Oktober Neues für uns? Da haben wir als Punkt 1 die bundesweiten Corona-Maßnahmen. Vom 1. Oktober 22 bis 7. April 23 gelten die Corona-Schutzmaßnahmen. Dazu gehört die Maskenpflicht in öffentlichen Personenverkehr und in Arztpraxen sowie die bundesweite Masken- und Testnachweispflicht für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Darüber hinaus können die Bundesländer individuelle Maßnahmen je nach Infektionslage treffen. Wer 2 Impfungen oder weniger gegen das Coronavirus erhalten hat, gilt ab dem 1. Oktober nicht mehr als vollständig geimpft. Die zweite Änderung betrifft Reisende. Die Maskenpflicht im Flieger fällt gänzlich weg. Das aktualisierte Infektionsschutzgesetz hat auch Auswirkungen auf den Impfstatus. Hier muss jeder vor Reiseantritt selbst sich informieren. Die beliebten Reiseländer Thailand und Kanada lockern ihre Einreiseregeln. Japan erlaubt ab 11. Oktober wieder Individualreisen. Punkt 3 ist der Mindestlohn. 12 Euro beträgt der allgemeine gesetzliche Mindestlohn ab 1. Oktober. Damit wurde eine Lohnuntergrenze eingeführt, die nicht unterschritten werden darf. Gleichzeitig steigen damit natürlich auch die Einnahmen für die Krankenkassen und die Rentenversicherung. Punkt 4, Heizungsprüfung wird Pflicht. Also Besitzer einer Gasheizung müssen ab 1. Oktober 2022 ihre Anlage durchchecken lassen. Als Teil der Energiesparverordnung sind Fristen zu beachten. Die Heizungsprüfung muss bis 15. September 2024 abgeschlossen sein. Ob die Energiesparverordnung wirklich innerhalb von 2 Jahren komplett umgesetzt werden kann, ist fraglich. Lieferengpässe bei Materialien und das in der Größenordnung nur bedingt verfügbare Fachpersonal lassen die Umsetzung dieser Verordnung nicht realistisch erscheinen. Punkt 5, der Minijob. Die Minijobgrenze erhöht sich zum 1. Oktober 2022 um 70 Euro, also von 450 auf 520 Euro und wird sich künftig am gesetzlichen Mindestlohn orientieren. Punkt 6, eine partielle Sonnenfinsternis. Dieses Phänomen können wir am Dienstag, dem 25. Oktober, im deutschsprachigen Raum beobachten. Dieses Naturereignis beginnt um 11:10 Uhr und endet um 13:16 Uhr. Aber Achtung, nicht mit dem bloßen Auge oder mit einer normalen Sonnenbrille schauen. Es gibt dafür spezielle Brillen. Punkt 7, Tierarztkosten steigen. Am 1. Oktober tritt die neue Gebührenordnung für Tierärzte in Kraft. Kosten für den Besuch beim Tierarzt werden deutlich teurer. Darüber habe ich aber bereits in einem anderen Video informiert. Punkt 8, Umstellung der Uhren. Leider drehen wir im Jahr 2022 immer noch an der Uhr, obwohl die EU-Kommission bereits im Jahr 2018 beschloss, die Zeitumstellung abzuschalten. Ende Oktober, am 30.10. ist es soweit. In Europa beginnt die Winterzeit. Die Uhren werden in der Nacht von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt, also um 1 Stunde zurückgestellt. Punkt 9, Änderungen bei WhatsApp. Besitzer von alten iPhones können den Messenger-Dienst ab 25. Oktober nicht mehr nutzen. Apple-Nutzer müssen auf ihren iPhones dann mindestens das Betriebssystem iOS 12 installiert haben. iOS 10 und 11 funktionieren dann nicht mehr.
Punkt 10, neue Fragen bei der Führerscheinprüfung. Ab 1. Oktober werden die Fragen für die theoretische Führerscheinprüfung geändert. Neue Fragen werden hinzugefügt und alte überarbeitet. Es sind dann insgesamt 52 Fragen. Punkt 11, Abgabe der Grundsteuererklärung. Die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung endet am 31. Oktober. Es ist also nicht mehr viel Zeit. Punkt 12, Änderungen bei der Telekom. Wer noch einen älteren Festnetzanschluss von der Telekom besitzt, muss tiefer in die Tasche greifen. Bei den Tarifen Call Smart und Call Standard steigt die Grundgebühr ab 1. Oktober um jeweils 2 Euro. Da diese Tarife, also beide Tarife, ohnehin ziemlich teuer sind, lohnt sich hier ein Wechsel in einen anderen Tarif auf jeden Fall. Ja, als 13. und letzten Punkt habe ich die umstrittene Gasumlage. Die geplante Gasumlage von 2,419 Cent pro Kilowattstunde ist, wie soll man sagen, in die Schieflage geraten. Ja? Wirtschaftsminister Habeck hielt sie für verfassungswidrig, Finanzminister Lindner sieht keine verfassungswidrigen Bedenken und erstmal müssen wir wahrscheinlich zahlen. Am Ende des Videos habe ich alle 13 Änderungen auf einen Blick für euch nochmal zusammengefasst. Also da haben wir als Punkt 1 die Corona-Maßnahmen, zweitens Änderung für Reisende, drittens war der Mindestlohn, viertens Heizungsprüfung wird Pflicht bei Gasheizungen, Punkt 5 war der Minijob, Punkt 6 die partielle Sonnenfinsternis, siebtens waren die Tierarztkosten, dann Punkt 8 Umstellung der Uhren, Änderungen bei WhatsApp, Punkt 10 neue Fragen bei der Führerscheinprüfung, Punkt 11 Abgabe der Grundsteuererklärung, 12. Änderung bei der Telekom und Punkt 13 die umstrittene Gasumlage. Ja, Meinungen, Anregungen, Fragen schreibt bitte unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch eine schöne Zeit. Eure Jutta Martin.